Bei dir steht der nächste Urlaub an, dann habe ich heute die besten karibischen Sommerdüfte mit dabei, die perfekt in deinen nächsten Urlaub passen oder, falls du nicht in Urlaub gehst, dich perfekt in Urlaubsstimmung versetzen. Ich habe richtig coole tropische Düfte mit dabei und ich würde sagen, wir starten mit dem allerersten Duft. Und zwar ist es der Cruz del Sur von Xerjoff und zwar ist es der Cruz del Sur Nummer 2. Es gibt ja auch noch die Nummer 1. Boah, das riecht so lecker schon. Das ist ein sehr schöner Mangoduft. Sehr fruchtig, süß, vollmundig, intensiv, wie man es eben von Xerjoff auch gewohnt ist. Wir haben hier Mango und Ananas. Ich finde aber, Mango ist auf jeden Fall mehr im Fokus. Er ist fruchtig, er ist süß. Und wir haben hier aber auch blumige Nuancen mit drin. Aber ehrlich gesagt ist das, was wirklich im Vordergrund steht, eben das Fruchtige. Es ist für mich wie so eine Mango-Nachspeise. Richtig schön cremig, süß, vollmundig. Also wirklich ein toller Duft. Ein für mich Unisex-Duft, auch wenn er leicht feminine Nuancen hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch viele Männer da draußen diesen Duft gerne tragen. Super schöner Mangoduft. Wir kommen zu einem zweiten Xerjoff-Duft und zwar ist das der Erba Gold. Also nicht der klassische Erba Pura, sondern ich habe mal die Gold-Variante mitgenommen. Das ist so schön. Ein bisschen frischer am Anfang mit einem leicht synthetischen Touch. Also der Cruz del Sur, der ist so vollmundig, sehr süß. Der Erba Gold ist so ein bisschen heller, ein bisschen leichter, auch wenn die Intensität von dem Duft trotzdem richtig krass ist. Aber der ist für mich nicht ganz so vollmundig. Er ist für mich auch nicht ganz so quietschig, synthetisch wie der normale Erba Pura, sondern für mich kommen hier so ein bisschen mehr die Zitrusfrüchte mit raus. Wir haben hier was fruchtig, Saftiges auch mit drin. Wir haben unterschiedlichste Zitrusfrüchte, die echt sehr cool zusammenwirken. Was hier auf jeden Fall auch mit reinkommt, ist eine richtig schöne Vanille im Verlauf. Man muss einfach sagen, es ist so ein bisschen eine abgeschwächtere Variante von dem Erba Pura. Das heißt, für alle, die sagen, naja, Erba Pura ist mir zu synthetisch, zu beißend, da könnte wirklich der Erba Gold das Richtige sein. Hat jetzt nicht die klassischen Kokos-Vibes für mich, sondern es ist wirklich trotzdem auch hier so ein schöner Fruchtcocktail und trotzdem katapultiert mich das wirklich in den Urlaub. Ich kriege gute Laune, richtig geiler Duft. Wenn wir von karibischen oder tropischen Sommerdüften sprechen, dann darf der nächste auf keinen Fall fehlen, denn es geht um den Malibu Party in the Bay von Simone Andreoli. Das ist wirklich so ein All-Time-Favorite, was eben so tropische, karibische Sommerdüfte angeht. Und ich weiß auch, dass ganz viele Männer den auch sehr gerne tragen. Das ist so schön. Am Anfang eine sehr spritzige Limette und dann schnell kommt eben was Zuckriges mit rein. Eine gezuckerte Kokosnuss, die ganz toll unterlegt wird mit einer alkoholischen Note durch den Rum. Das ist so ein typischer Cocktail für mich, wie so ein Pina Colada, außer dass wir eben keine Ananas mit drin haben. Aber das ist ein erfrischender Cocktail, der ist süß, das ist ein Duft, den finde ich sexy, den kann man auch super zum Ausgehen tragen und der verleiht auf jeden Fall richtig hawaiianische Feelings. Also wenn der dich nicht in Karibik-Stimmung setzt, dann wird es keiner von denen schaffen. Geiler Duft. Es ist so schön. Eben mit diesem Alkoholischen mit drin, das ist auch für mich wirklich dieses Besondere und diese spritzige Limette, die da am Anfang auf jeden Fall sehr präsent da ist. Geiler Duft. Im Vergleich zu den Düften, die wir davor gerochen haben, ist der eben zitrischer und auch frischer. Der hat so einen erfrischenden Charakter, gerade wenn es auch warm draußen ist. Der ist natürlich schon auch mit fruchtig, also da kommt schon auch Frucht mit rein, aber weitaus weniger als die beiden, die wir davor gerochen haben. Und wenn wir von fruchtigen Düften sprechen und von Simone Andreoli, dann darf der Sun-Plosion auf gar keinen Fall fehlen. Das ist wirklich so ein All-Time-Favorite-Duft von mir. Ich finde den einfach wahnsinnig geil. Fruchtig. Ich finde, da kommt auch Mango raus, aber auch eine Guave. Da ist nämlich was leicht Unreifes irgendwie mit drin, obwohl er trotzdem reif ist. Also was leicht Bitteres ist da mit drin. Das ist ein geiler, auch vollmundiger, fruchtig süßer Duft. Und der hat für mich tatsächlich eine leichte feminine Tendenz. Das ist so ein schöner, fruchtiger, süßer Duft. Wir haben hier auch Kokos mit drin, aber Kokoswasser. Das heißt, der Duft wird für mich jetzt nicht so mega cremig schwer, sondern obwohl er so fruchtig und schon intensiv ist, macht dieses Kokoswasser es einfach irgendwie so, dass der Duft trotzdem erfrischend ist und trotzdem wirklich so eine
tolle, tolle Abkühlung so im heißen Sommer bietet. Für mich ein geiler Duft, auch für den Alltag, aber auch auf jeden Fall zum Weggehen. Achtung, bei den Düften, die wir auch bis jetzt gerochen haben, die haben wirklich eine richtig gute Sillage. Also bitte einfach zaghaft auftragen, lieber nochmal nachsprühen, um sich dann nochmal pudelwohl und frisch zu fühlen. Aber das kann schnell zu stark werden, eben weil die so stark fruchtig sind. Auf jeden Fall Sunblotion, der Name ist definitiv Programm. Du riechst an dem Duft, du kriegst gute Laune, der versetzt dich an einen heißen Tag. Geil, wirklich lecker. Und wie ihr es gewohnt seid, mache ich natürlich ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt einen von diesen Düften gewinnen in 8 ml. Schreibt einfach in die Kommentare, wo ihr dieses Jahr in den Urlaub geht. Es würde mich mega interessieren, und welchen der Düfte ihr mitnehmen wollt. Oder ob ihr es ähnlich macht wie ich und im Sommer eher zu Hause bleibt und euch einfach die Karibik nach Hause holen wollt. Was ihr dafür tun müsst, einfach in die Kommentare schreiben, den Channel abonnieren und einen Daumen hoch geben. Viel, viel Glück beim Gewinnspiel. Der nächste Duft hat tropisch schon im Namen, und zwar ist es von Lorenzo Villoresi, der Tropicana. Und ich weiß, dass bei uns ein Kollege, ein männlicher Kollege, absolut auf diesen Duft abfährt. Insofern ein richtig guter Unisex-Duft. Huiuiuiui, oh wow, der ist auch richtig krass. Was da krass rauskommt, ist am Anfang eine Ananas, untermauert mit blumigen Noten. Also das nimmt man am Anfang auf jeden Fall schon wahr. Der ist süß, fruchtig, blumig. Und dann, was ich ganz schön finde im Verlauf, ist, dass wir die Melone rausriechen. Hat eine super schöne Melonennote, die aber natürlich ergänzt wird durch andere fruchtige, süße Noten. Das Blumige bleibt, wir bekommen was leicht Saures, vielleicht durch die Passionsfrucht nochmal mit rein. Und was dann im Verlauf auf jeden Fall reinkommt, ist Kokosnuss in Kombination mit Milch. Also es ist eher eine milchige Kokosnuss, das heißt, der wird so ein bisschen cremig. Und was man auf jeden Fall die ganze Zeit wahrnimmt, sind eben Blüten. Der wird schnell cremig und dieses wirklich sehr, sehr fruchtige, sehr, sehr intensive vom Anfang geht so ein bisschen in den Hintergrund zurück. Ein schöner Duft, der jetzt im Vergleich zu den anderen zwar auch eine wirklich gute Sillage hat, aber nicht ganz so intensiv ist. Also der ist einfach dadurch, dass er so cremig wird, ein bisschen zurückhaltender als das, was wir bisher gerochen haben. Der Synergy von Scentologia ist auf jeden Fall auch eine richtige karibische Fruchtbombe. Auch wirklich ein Duft, den ich das erste Mal gerochen habe und mir dachte, ja, geil, cooler, cooler Duft. Auch im ersten Riechen sehr fruchtig. Ich finde nicht ganz so synthetisch tatsächlich. Also da hatten wir welche dabei, die waren auf jeden Fall synthetischer. Wir haben hier einen Fruchtkorb, also sehr, sehr viele unterschiedliche Früchte, aber ich finde das, was rauskommt, ist wirklich eine Ananas und eine leichte Säure durch die schwarze Johannisbeere. Zumindest ist es das, was in meiner Nase so ankommt. Und was bei dem Duft aber super spannend ist, der ist fruchtig und der ist süß, ja, aber wir haben hier auch Gewürze mit drin. Der Duft bekommt einen ganz, ganz besonderen Twist. Der geht von diesem fruchtig-süßen rein in was leicht Würziges, was da im Hintergrund eben schwebt, durch den Safran, aber auch durch den Bittermandel. Das wird einfach auf der Haut nochmal ein bisschen anders. Das heißt, er geht nicht in so eine klassische, vollmundige, cremige Richtung, sondern entwickelt sich auf der Haut vor allem wirklich total interessant, weil einfach so ganz besondere Nuancen von Safran und Bittermandel reinkommen. Und dann im Verlauf eben auch Blüten mit dazu kommen, auch eine Rose. Und ich finde, die nimmt man schon auch dezent wahr. Also es ist eine coole Entwicklung von fruchtig, süß zu ein bisschen würzig, Rose mit rein und dann leichte Hölzer. Wirklich cool und ein super Unisex-Duft deswegen auch. Auch der Humanitas von Memoirs London ist definitiv eine karibische Fruchtbombe. Sehr, sehr lecker. Fast schon ein bisschen zurückhaltender im Vergleich zu den Düften, die wir bisher gerochen haben. Der Humanitas geht in eine ähnliche Richtung wie der Kirke von Tiziana Terenzi, ist aber ein bisschen gedimmter, also noch ein bisschen besser alltagstauglicher auf jeden Fall. Was in dem Duft definitiv rauskommt, ist Moschus. Wir bekommen so Moschus-Fluff, schöne Früchte auf fluffigen weißen Moschus eingebettet, mit Blüten verziert. Für mich deswegen tendenziell wahrscheinlich eher ein etwas femininerer Duft. Haltbarkeit ist von dem Humanitas wirklich richtig, richtig gut. Also da hat man sehr, sehr viel davon. Und ich schätze mal, dass der nur so wenig intensiv gewirkt hat, weil ich hier schon so ein paar Bomben davor gerochen habe. Ich habe den nämlich öfters auch schon im Alltag getragen und ich fand schon, dass er sich wirklich gut durchsetzt, ohne zu intensiv und zu arg synthetisch zu sein. Er hat einen leicht synthetischen Touch, ja, aber
nicht so intensiv, sondern wirklich noch in einem angenehmen Niveau. Ich wollte gerade mit dem nächsten Duft weitermachen, da ist mir aufgefallen, ich habe einfach den falschen mitgebracht. Und zwar den Orange Crush von Fugazi, aber eigentlich wollte ich In Love with the Cocos. Insofern machen wir einfach mal einen kurzen Wechsel. Synthetisch ist auch der In Love with the Cocos. Also er hat auf jeden Fall einen synthetischen Touch mit drin. Und wie der Name es vielleicht vermuten lässt, haben wir auf jeden Fall Kokos mit drin. Super schön, einen leicht bitter, zitrischen Start. Und wir haben aber schon was Blumiges auf jeden Fall für mich im ersten Riechen mit drin und trotzdem auch was Fruchtiges. Also auch hier ein fruchtig-blumiger Mix. Der ist auf jeden Fall süß. Ich finde, der bekommt so eine leicht cremige Konsistenz. Auch wenn wir hier Kokoswasser drin haben, erinnert der mich so ein bisschen an eine Sonnencreme, aber eben an eine Kokos-Sonnencreme. Hat einen leicht frischen Touch und trotzdem ist er echt süß. Und weil da eben Kokos so im Fokus steht, der ist wirklich nur für Kokosfans da draußen. Und obwohl der cremig wird, irgendwas fühlt sich in meiner Nase auch ein bisschen pudrig an. Ich weiß, es hört sich so nach einem Widerspruch an, aber der hat eine cremige Konsistenz, aber wenn man dran riecht, hat er auch was leicht trockenes, pudriges. Für mich auch eher ein Duft, der in die feminine Richtung geht, aber auch ein Duft, der sich wirklich auch gut für den Alltag eignet, für die Freizeit, aber auch da einfach nicht zu viel auftragen. Ich hoffe, es war ein Duft dabei, der dir gefällt, der dich in Urlaubsstimmung versetzt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Ciao.